das stimmt ja gar nicht, dass alles immer schlimmer wird. Es gibt auch Dinge, die sind gut und die gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht. Auch wenn es nicht so viel ist, aber man sieht ein bisschen, dass das Licht so ein bisschen auf der physischen Ebene auch ankommt. Auch wenn man das halt gut übersehen kann, weil einfach viel Verrücktes auf der Erde ist. Und die meisten Menschen, die schauen sich ja auch mehr schlimme Nachrichten an als gute. Und von dem her können so die positiven physischen Dinge, die heute da sind und früher nicht da gewesen sind, die gehen halt einfach viel schneller unter in dem Ganzen. Wenn jetzt jemand irgendwie was Schlimmes macht, während er hier inkarniert ist, dann kann es ja sein, dass gewisse Leute automatisch denken, dass das wie eine dunkle Seele ist, weil der eben das gemacht hat. Aber es gibt ja viele Leute, die sehr seltsame Dinge tun auf der physischen Ebene, aber auf ihrer seelischen Ebene trotzdem auch ein Licht haben. Das kommt einfach nicht durch, während sie hier auf der Erde sind. Man kann von dem her nicht immer sagen, wenn jemand wirklich was Schlimmes tut, dass das automatisch bedeutet, dass auch auf seelischer Ebene keine Verbindung zur Liebe da ist. Und da war auch noch die Frage, seit wann denn diese Ebene, wo diese Vorgänge manipuliert wurden, nicht mehr existiert. Und welche Formen von Manipulation es dann heute noch gibt, wenn es das nicht mehr gibt. Das ist eine große Frage. Es gibt ja ganz viel Manipulation hier. Also auf der physischen Ebene sowieso. Und energetisch auch. Also es gibt ja immer noch energetische Wesen, die manipulieren, und dieser Bewusstseinskrieg, den wir ja irgendwo haben, den gibt es ja auch nicht nur auf unserer physischen Ebene, sondern auch in anderen feinstofflichen Ebenen. Und was war die andere Frage? Also es waren 2 Teile. Seit wann das nicht mehr möglich ist, sozusagen diese Manipulation? Also aus meiner Sicht hat sich das in den letzten paar Jahren sehr angefangen zu verändern. Also das war auch ein Prozess, das ging jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten. Aber es ist schon in den letzten Jahren ganz viel passiert. Also was jetzt Energien und Manipulationen, die sich aufgelöst haben. Und die gab es vor 10 Jahren noch. Oder teilweise auch noch 5 Jahren. Also das bedeutet, dass sozusagen auf der energetischen Ebene teilweise schon aufgeräumt wurde. Oder kann man das so sagen? Ja. Ja. Du hast neulich mal im letzten Lovestream, den wir in Stein am Rhein hatten, wirklich gesagt, dass die Dunkelheit sehr viel weniger geworden ist, schon hier auf dem Planeten. Und da haben viele Leute natürlich das Gefühl, ja, aber wie kann man da sagen, die Dunkelheit wird immer weniger, wenn doch im Moment alles zum Teil so richtig schlimm aussieht? Wie kann man das zusammenbringen? Naja, also nur schon auf der physischen Ebene. Das stimmt ja gar nicht, dass alles immer schlimmer wird. Es gibt auch Dinge, die sind gut und die gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht. Auch wenn es nicht so viel ist, aber man sieht ein bisschen, dass das Licht so ein bisschen auf der physischen Ebene auch ankommt. Auch wenn man das halt gut übersehen kann, weil einfach viel Verrücktes auf der Erde ist. Und die meisten Menschen, die schauen sich ja auch mehr schlimme Nachrichten an als gute. Und von dem her können so die positiven physischen Dinge, die heute da sind und früher nicht da gewesen sind, die gehen halt einfach viel schneller unter in dem Ganzen. So energetisch ist halt schon viel mehr gereinigt. Und wenn das nicht da wäre, dann könnte sich auch die physische Ebene nicht wirklich verbessern.
Sehr schön. Viele unterstützen ja diese Prozesse auch mit ihrer eigenen Energiearbeit und so. Und hier ist im Chat auch die Frage gekommen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Friedensritual macht oder an einem Ort, wo vielleicht viele schlimme Dinge geschehen sind, wenn man da so eine Art Friedensritual oder Reinigungsarbeit macht, ob das ein Eingriff ist oder ob das hilfreich ist oder wie du diese Art von Arbeit siehst. Es kommt ja immer auf die Energie drauf an. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ist die Energie rein? Ist sie so, dass das passiert, was zum höchsten Wohl ist? Weil wir wissen manchmal in gewissen Umständen ja nicht, was das Beste für alle Beteiligten ist. Ja, das sind so die Dinge, wo ich wichtig finde. Mhm. Und dass man ja halt auch schaut, wenn man irgendwo Energie hinschickt, woher kommt die Energie, die man hinschickt? Also kommt sie von einem selbst? Gibt man wie so die eigene Energie hin? Oder geht das irgendwie über die Erde oder über die Quelle? Ich meine, wenn wir energetisch Energie irgendwo hinschicken, dann können wir ja nie 100% davon ausgehen, ob es wirklich ohne irgendwas von unseren Mustern dabei hat. Und darum finde ich es wichtig, dass wir halt zu dem, was wir energetisch machen, immer auch anweisen, dass es zum höchsten Wohl von allen Beteiligten wirken soll. Also das finde ich, das kann man ganz bewusst sagen, weil man kann es einfach nicht ausschließen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis für die Fragestellerin, die vorhin gefragt hat mit der Friedensarbeit und so, diesen Zusatz, dass es zum höchsten Wohl von allen wirken soll, oder? Mhm. Ja, hier ist eine Frage, die kam auch per Mail, ob denn auch bei den vermeintlich bösen Menschen das Bewusstsein steigt oder ob diese so bleiben und dann wie aussterben. Also in dem ganzen Prozess. Mhm. Also eigentlich ist es wie bei allen anderen. Jeder Mensch hat ja bewusst oder unbewusst wie selber die Entscheidung, ob er die höheren Energien annehmen möchte oder nicht. Manche Menschen möchten das und manche nicht. Und das ist jetzt gar nicht so, dass die irgendwie schlimme Dinge tun, dass das die einzigen sind, die eine höher schwingende Energie nicht annehmen. Es gibt einfach auch andere Menschen, die seelisch gar nicht die Kraft haben, um aufzuwachen. Zumindest in diesem Leben. Ich bin hier gerade noch beim Chat. Danke, Christina. Ob du Beispiele hast, wo man das vermehrte Licht auf der physischen Ebene sehen kann. Also ich finde, wenn man also energetisch in die Welt spürt, dann hat es wirklich mehr Licht da, also so vom Gefühl her. Und auch sonst, wenn man sich anschaut, wie viele Leute irgendwie bewusster sind. Das ist natürlich immer noch eine Minderheit verglichen mit allen Menschen auf der Welt. Aber wenn man das vergleicht, wie das früher war,
dann gab es wahrscheinlich noch nie so viele, ich sag mal, bewusstere Menschen als in dieser Zeit jetzt. Also seit die Manipulation auf die Erde kam. Mhm. Ja, und Norman schreibt hier auch noch im Chat dazu, dass es ihm auffällt, dass es wirklich immer mehr Menschen gibt, also gerade Eltern, die bewusster mit ihren Kindern umgehen oder die sie mehr am Körper tragen, statt im Kinderwagen vor sich herzuschieben, und einfach, ja, sich wirklich Mühe geben und sich darüber bewusst sind, dass sie ihre Kinder nicht mehr traumatisieren möchten. Also, dass es von dieser Art Eltern einfach immer mehr gibt. Also danke Ja, an und, alle Eltern und Großeltern. Ja. ja, und ich hatte auch mal eine Dokumentation gesehen und da ging es darum, dass so die Leute zwischen 20 und 30, dass die einfach ganz andere Werte haben als die älteren Generationen und dass die dann auch in ihrer Arbeit einfach auf andere Dinge Wert legen und es nicht nur einfach um immer mehr Geld geht, sondern auch um andere Werte und auch irgendwie um eine Art Freiheit. Und das ist etwas, das habe ich auch schon bei anderen Ländern gelesen. Also dass einfach irgendwie die jüngere Generation teilweise damit auffällt, dass sie einfach andere Werte hat als früher und von dem her nicht mehr so in das System reinpasst, wie es vielleicht bei anderen der Fall gewesen ist. Und das ist ja auch so eine Veränderung. Auch wenn jetzt sicher viele von den Menschen sich irgendwie das nicht bewusst überlegen, warum sie so sind. Und sicher auch viele nicht wissen, dass sie mehr als nur ihr Körper sind. Aber das ist ja in dem Punkt auch gar nicht wichtig. Es geht ja einfach darum, dass da einfach andere Werte mit dabei sind. Und das ist ja auch schon ein Zeichen daran, dass sich etwas ändert.